Dieser Vorschlag überrascht dann doch. Wladimir Putin will die Ukraine unter UN-Verwaltung stellen. Seine Begründung: So sollen Neuwahlen und eine friedliche Lösung des Konfliktes ermöglicht werden. Der russische Präsident betont, dass Russland nicht um jeden Preis verhandeln werde und bleibt auch siegesgewiss. Putin kritisierte erneut die ukrainische Regierung scharf, bezeichnete sie als gescheitert, Zelenskys Präsidentschaft als abgelaufen und damit illegitim. Russland beansprucht große Teile der besetzten Gebiete und sieht die Ukraine als Marionette des Westens. Und der ukrainische Präsident Zelensky, der zeigt sich zunehmend offenbar genervt. Denn seiner Meinung nach ändern sich die Bedingungen des geplanten Rohstoffabkommens zwischen den USA und seinem Land ständig. Nicht nur er, sondern auch die Verhandler aus Kiew seien entsetzt über die bisherigen Entwürfe für ein Abkommen, heißt es hinter vorgehaltener Hand. Mal beziehen sich die Forderungen auf alle Rohstoffe, also auch auf Öl und Gas. Dann schränken die Trump-Emissäre wieder ein und beziehen sich lediglich auf die sogenannten seltenen Erden, die sie aber komplett für die USA fordern. In Paris zeigte sich Zelensky nach außen hin jedoch weiter kooperativ. Er wolle nicht den Eindruck erwecken, dass die Ukraine generell gegen den Rohstoffdeal sei. Und diese aktuelle Entwicklung beobachtet natürlich auch unser Korrespondent Christoph Wanner, der für uns weiterhin in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist. Ja, Christoph, also dieses Genervtsein von Zelensky nach innen hin, nach außen zeigt er sich noch kooperativ. Wie würdest du das einordnen? Wie ist die Lage zwischen der Ukraine und der USA bei diesem Rohstoffdeal? Also ich denke, dass Volodymyr Zelensky entsetzt ist darüber, was die Amerikaner jetzt fordern. Dieser Rohstoffdeal ist ja jetzt so etwas wie ein Knebelvertrag geworden. Also das, was die USA im Augenblick auf den Tisch gelegt haben. Sie wollen Zugriff zu nahezu allem, was Geld bringt in der Ukraine. Also allen Rohstoffen, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Öl, Gas, dann diese kritischen Rohstoffe, sogenannte seltene Erden, die da auch dazugehören zu diesen kritischen Rohstoffen, die ja Trump immer so dringend möchte, weil er sich eben erhofft, dass dadurch die Abhängigkeit gegenüber China etwas geringer wird. Und ja, Knebelvertrag, ich habe es gesagt. Und Zelensky gibt sich noch zurückhaltend, er gibt sich kooperativ nach außen hin. Er will auf keinen Fall jetzt durch irgendwelche vorschnellen Äußerungen den nächsten Eklat mit Trump. Ich denke, dass hinter den Kulissen jetzt verhandelt wird und dass man versucht, irgendwie die Kuh vom Eis zu ziehen und eben doch bessere Konditionen herauszuhandeln, weil so wie das jetzt aussieht, haben die Amerikaner danach, wie ich das gerade erwähnt habe, vollen Zugriff auf die ukrainischen Rohstoffe und auf das Geld, was man da mit erbeutet. Und von daher ist das für die Ukraine nichts anderes als ein riesiges Problem, wenn es dazu kommen sollte. Ganz interessant diesbezüglich, was ein, wie ich finde, renommierter Russland-Experte gesagt hat, Brite, Historiker, Mark Galeotti, und er hat gesagt, die Amerikaner betrachten die Ukrainer als Vasallenstaat, gekauft und bezahlt, und die Ukrainer müssen spuren und müssen das tun, was die Chefs in Washington verlangen. Christoph, ist ja interessant. Gestern also die Koalition der Willigen, die sich in Paris zusammengefunden hat. Aber eigentlich sind es ja nur zwei Willige, muss man ganz ehrlich sein. Und das sind Frankreich und Großbritannien. Aber dennoch guckt natürlich Moskau mit Argusaugen auf solche Treffen, bei denen ja gestern auch 31 Staaten mit dabei gewesen sind. Wie fallen denn daher die Reaktionen aus? Also westeuropäische Soldaten in der Ukraine, und seien es nur Friedenstruppen, um dann, wenn es soweit sein sollte, einen Waffenstillstand abzusichern, sind ein absolutes Tabu für die Russen. Das ist wie ein rotes Tuch. Das werden sie auf keinen Fall akzeptieren, weil sie immer wieder sagen, westeuropäische Soldaten setzen wir gleich mit NATO-Soldaten. Wir wollen die NATO nicht in der Ukraine haben, und von daher gibt es da laufend Protest und Warnungen aus Moskau. Und gestern hat sich dann auch der russische Präsident noch dazu hinreißen lassen, gegenüber der Ukraine nochmal die Rhetorik auch zu verschärfen. Er hat gesagt, wir hatten ja bisher vor, die Ukraine in die Knie zu zwingen, aber wahrscheinlich müssen wir dazu übergehen, sie zu zerschlagen, hat der russische Präsident gestern in Murmansk gesagt, bei einem Besuch bei der Nordmeerflotte. Und dann kam er ja auch noch auf die Idee, hier eine Übergangsregierung installieren zu wollen unter der Ägide der Vereinten Nationen, weil Putin eben wieder gesagt hat, dass die Staatsmacht in der Ukraine illegitim sei, dass Zelensky illegitim sei.
Und begründen tut das der russische Präsident immer damit, dass in der Ukraine keine Präsidentschaftswahlen stattgefunden haben 2024 und dass deswegen die Zeit von Selenskyj abgelaufen ist in den Augen des russischen Präsidenten. Aber es ist ja so, dass hier das Kriegsrecht herrscht. Und wenn das Kriegsrecht herrscht, dann kann es keine Wahlen geben. Und von daher, so ist zumindest die Lesart hier in der Ukraine und auch in Westeuropa, ist Selenskyj sehr wohl legitim und hat natürlich auch das Recht, Friedensverhandlungen zu führen und dann auch das zu unterzeichnen, was er für richtig hält. Aber Putin sieht das natürlich komplett anders. Natürlich weiß Putin, dass hier keine Übergangsregierung installiert wird und weiß natürlich auch, dass sich die Vereinten Nationen nicht einmischen werden. Aber der russische Präsident lässt eben keine Chance auszuzeigen, was er von Selenskyj hält. Und er lässt auch keine Chance aus, Öl ins Feuer zu gießen. Christoph, danke für all diese aktuellen Informationen über die Entwicklungen im Ukraine-Krieg am Tag 1129 nach Kiew.